Herzlich willkommen zu meinem Gitarrentutorial Silence is Golden vor den Tremolos. Ich werde Ihnen erst vorspielen und hinterher noch ein paar Erklärungen abgeben. Also, dranbleiben! Willkommen zurück. Ich möchte jetzt noch ein paar Erklärungen abgeben, so wie es vorhin versprochen wurde. Und ich fange an mit dem Einleitungssolo. Es spielt eigentlich die E-Gitarre, aber wenn man alleine ist, kann man das mit der akustischen Gitarre auch spielen. Ich blende oben die Noten, die Tabulatur ein. Das Ganze kann man übrigens unten downloaden. Also, es würde dann doch so gehen. Noch einmal. Übrigens ist bei 1 Pause. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3. Dann geht es weiter mit der Einleitung. Wir brauchen dazu einen D-Akkord. Steht auch oben drüber. Ich blende es dann ein. So. Und einen A-Akkord. Den kann man dann so machen. Oder so. Ja, und das Rhythmuspattern ist dann 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. Steht hier unten schön dort. Also.
Bei dem Takt 6 kommen 2 Sechzehntel, also es ist 1 und 2 und 3 und 4 und so. 1, 2 und 1, 2 und 3. Na? 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und ich würde mit Auf- und Abschlag empfehlen. Das klingt nicht so hart, als wenn man lauter Abschläge macht, also so. 1. Klingt auch gut, aber das mit dem Abschlag ist etwas weicher. 1 und 2 und 3 und 4 und so, und dann kommen die Strophen. Es wird gebraucht ein D-Akkord, ein G-Akkord, offen, und wahrscheinlich ein A-Akkord. Also, so. Wir geben uns den ersten Ton, das ist ein Fis, O. Oh, don't it hurt deep inside to see someone do something to hurt. Und so geht es dann weiter. Es steht alles dann. Für den Refrain im Takt 23 brauchen wir D-Dur, wieder mal, ne, so. Dann kommt ein Fis-Moll, das ist ein Barré in der zweiten Lage. Dann kommt E-Moll, offen, A-Dur. Und dann braucht man irgendwann auch mal ein H-Moll, das ist also so in der zweiten Lage. Als A-Moll verkleidet, sage ich immer, A-Moll geht ja so. Und dann einfach 2 höher gibt eben ein H-Moll. Und dann spiele ich es mal vor. Am besten den Ton nehmen. Der Hauptgesang fängt mit einem D1 an. Silence is golden, but my eyes still see. Silence is golden, golden, but my eyes still see. Die Rhythmuspattern unterscheiden sich im Takt 26, da kommen hinten lauter Achtelketten. 1, 2 und 3 und 4 und ganz am Ende kommt wieder das mit den 2 Sechzehntel. 1 und 2 und 3 und 4 und die Modulation im Takt 47 braucht D und A, den kennen wir schon, und ganz am Ende kommt ein B7, den würde ich in der 6. Lage so spielen. Also so. 1, 2, 3, 4. Da da dam dam dam. Und dann geht es weiter in eine 9 Tonart, in S-Dur. Und da würde dann der S-Dur in der 6. Lage als Barré gespielt werden. So. Oder so, wie man will. Da darf man halt den oberen Ton nicht so anzupfen. Ja, also ich spiele den gern so mit Barré. Warte mal, sieht man das so? So. Ja. Und der Rhythmusverlauf ist der gleiche. Und 1, 2 und 3 und 4. Dann würde ein As-Dur kommen in der 4. Lage. Wieder S-Dur. Ein B-Dur in der 6. Lage. Mit den 2 Sechzehntel. 1 und 2 und 3 und 4 und es wiederholt sich dann immer wieder.
Und bei dem Refrain Silence is Golden, das fängt mit S an, dann kommt ein G-Moll, das ist der in der dritten Lage, dann F-Moll würde ich in der ersten Lage nehmen, ein B-Dur in der sechsten und S. Der erste Ton ist S. Silence is golden, but my eyes still see. Ich bin noch ein Zettel da hinten irgendwo. Oder da. Und dann kommt in dem Refrain auch noch ein C-Moll vor. Ich bin jetzt im Takt 72. G-Moll und dann kommt C-Moll in der dritten Lage. Ihr erinnert euch, wir hatten vorhin einen H-Moll, der ging in der zweiten Lage. Und so ist es halt C-Moll. Silence is golden, golden, but my eyes still see. Beim Schluss braucht man F-Moll, F-Moll in der ersten. Ein B7 würde ich in der ersten Lage nehmen und schließlich zum S. Also so dann. But my eyes still see. But my eyes still see. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.